Mein Name ist Kaubeck Benjamin. Ich bin seit über 16 Jahren bei der Firma Lisetz tätig. Mittlerweile bin ich Ausbildungsleiter und leite die Lehrlinge wie auch die Kunden- und Servicetrainings. Lisetz ist ein Glasbearbeitungsmaschinenhersteller seit über 60 Jahren. Wir bieten Einzel- und Gesamtlösungen an für die Glasverarbeitung und Bearbeitung. Unsere Vision ist es, mit der Lehrlingsausbildung immer am neuesten Stand der Technik zu bleiben. Und unser Zielbild ist es, eine Abteilung aufzubauen mit immer neuen Technologien. Da wir die Zukunft im 3D-Druck sehen, möchten wir den Lehrlingen so gut es geht und so schnell es geht diese Technologie auch näher bringen. Deswegen setzen wir sie bei uns in der Lehrlingsausbildung ein. Wir setzen FDM bei Funktionsprototypen ein. Zur SLS-Technologie wechseln wir dann, sobald wir ein gutes Finish für das Teil brauchen, beziehungsweise wenn wir sehen, dass wir die Maße nicht einhalten können mit dem FDM-Druck. Wir setzen seit circa einem Jahr das Centratec S2-System ein. Die S2 wird bei uns eingesetzt in der Lehrwerkstätte rein für das Thema Prototyping und für mittelgroße Produktionsteile. Das SLS-Verfahren erfüllt für uns verschiedenste Eigenschaften, die wir in der Firma Lisetz benötigen, wie Toleranzen, Formbeständigkeiten, Hitzebeständigkeiten. Hier haben wir eine Abdeckung, die wir mit der S2 gedruckt haben. Dadurch, dass die Oberfläche ein sehr gutes Finish hat, setzen wir dementsprechend auch die SLS-Technologie hier ein. Nach dem Druck wird diese Abdeckung zu unserem Endprodukt, zu einer Verarbeitungsmaschine gebracht und dementsprechend empfindliche Teile abgedeckt. Gemeinsam mit unseren Technikern haben wir diesen Prüfstand entwickelt. Dieser dient dazu, um nachzumessen, wie viel Kraft ein Aluminiumrahmen aufnehmen kann, bevor dieser bricht bzw. nachgibt. Wir haben hier die ganze Abdeckungen, ein Teil des Innenlebens über das SLS-Verfahren gedruckt. Der Rahmen wird hier eingeführt und dann mit leicht ansteigendem Druck wird nachgemessen, wie viel Kraft aufgewendet werden muss, um diesen Rahmen schlichtweg zu deformieren. Wir haben eine Füllerei im Einsatz, das heißt, bei der Füllerei werden Rahmen aufgesetzt, diese angebohrt, mit Molekular gefüllt und wieder verschlossen. Dieses Molekular dient dazu, dass sich in ein Isolierglaselement zwischen den Scheiben keine Feuchtigkeit befindet. Hier haben wir die SLS-Technologie eingesetzt, um den Molekularbehälter, der vor der Abfüllung sitzt, zu drucken und mit unseren eigenen Formen zu testen. Wir sind sehr positiv überrascht über die Centratec-Technologie. Aus dem Grund, wir sind über die Zylinderform sehr begeistert und auch über das Handling vom 3D-Drucker. Und ebenso der Kundensupport ist einfach spitze und schnell erreichbar. Die Anforderungen werden soweit von Centratec vom S2 eindeutig erfüllt und wir sind auch sehr zufrieden mit dem Produkt. Die Qualität passt, Preis-Leistung passt.